Wir haben Mitte Januar und wir sind noch auf dem Camping Playa Parazuelos. Hier gibt es noch einige Dinge aus der Umgebung, darüber möchte ich berichten. Dann gibt es Tipps zur spanischen Gasflasche und was wir sonst noch erlebt haben. Herzlich willkommen zu diesem Video. Es entstehen immer wieder neue Camping- und Stellplätze in Spanien. So jetzt auch neben diesem Campingplatz Playa Parazuelos. Zwar hier hinter den Gebäuden sieht man eine große Freifläche mit einem Gebäude mittendrauf. Dort entsteht jetzt ein neuer Stellplatz. Dieser Stellplatz entsteht zwischen dem bestehenden Terray-Stellplatz, den gibt es ja schon einige Jahre, und dem Campingplatz Playa Parazuelos. Wir sind mal zu Fuß hingelaufen, um uns das Ganze anzusehen. Man kann auch nicht viel erkennen. Man sieht, dass Bauarbeiten dort stattgefunden haben, dass Leitungen verlegt wurden, kleine Gebäude stehen auch schon. Er soll angeblich zur nächsten Saison eröffnen, dieser Stellplatz. Ob es wirklich so kommt, wissen wir allerdings noch nicht. Der bestehende Platz wurde ja verkleinert, ist aber auch immer noch sehr gut besucht. Zur besseren Orientierung ein Blick auf die Karte. Wir sind in der Nähe von Mazarrón und zwar fast direkt am Meer. Nicht weit entfernt von hier ist auch die sogenannte Schlangenbucht. Sie ist etwa 4 bis 5 Kilometer entfernt. Kann man gut mit dem Fahrrad machen. Es gibt allerdings dorthin auch einen Wanderweg durch die Berge bzw. am Meer entlang. Wir fahren jetzt aber hier entlang der Gewächshäuser mit dem Fahrrad zur Schlangenbucht. Auf dem Weg dorthin kommen wir auch an der sogenannten Ziegenwiese vorbei. Ich glaube, das ist eine Bezeichnung, die bei den Campern entstanden ist. Dieser Platz ist ein Platz, wo viele Mobile frei stehen. Es ist ein ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb und die Flächen liegen hier brach und hier haben sich dann die Camper breit gemacht. Dieser Platz ist weithin bekannt und wird gern von sogenannten Freistehern genutzt. Man muss natürlich wissen, das handelt sich hier nicht um einen offiziellen Stellplatz. Es gibt auch keine End- und Versorgung. Da es sich um ein Privatgelände handelt, wird der Platz auch nicht von der Polizei geräumt. Es gibt die Möglichkeit, von der Ziegenwiese zur Schlangenbucht hinzukommen. Und zwar gibt es dort einen Weg, der führt am Meer entlang. Mit dem Fahrrad ist das möglich, mit dem Auto eher nicht, zu Fuß natürlich auch. Ist auch nur ein kurzer Weg von, ja, ich schätze mal 1-2 Kilometern. Hier gibt es verschiedene kleine Buchten, die auch gern von Campern genutzt werden. Das ist natürlich hier auch wieder frei stehen. Ob man das hier darf, weiß ich nicht, aber es wird natürlich immer wieder gemacht. Die Zufahrten zu diesen Buchten sind teilweise abenteuerlich und nicht für jedes Wohnmobil geeignet. Jetzt haben wir die Schlangenbucht erreicht. Das war ja ein ehemaliger Stellplatz hier. Der Platz wurde Ende Dezember geräumt und die Zufahrt versperrt. Darf jetzt nicht mehr als Stellplatz genutzt werden. Der Betreiber hat wohl keine Genehmigung. So gab es einen jahrelangen Rechtsstreit. Der ist jetzt beendet worden damit, dass der Platz komplett geräumt wurde. Die Lage hier ist sehr schön. Es handelt sich um eine schöne Bucht. Sie ist in erster Linie dafür gedacht, dass man hier schwimmen gehen kann. Das haben wir vor ca. 20 Jahren schon gemacht. Wir sind dann mit dem Motorroller von einem anderen Stellplatz hierher gefahren und sind hier dann zum Schwimmen gegangen. Die Wassertemperaturen waren hier bis Mitte November, Ende November immer noch sehr angenehm. Geblieben ist hier noch eine Strandbar. Dort kann man sich hinsetzen, was trinken und den schönen Blick auf die Bucht genießen.
Für uns ging es dann wieder die 4-5 Kilometer zurück mit dem Fahrrad zum Campingplatz. Dort mussten wir uns ein bisschen wundern. Es gab ein eigenartiges Flugobjekt. Und zwar handelt es sich um einen Hubschrauber. Und unter dem Hubschrauber hängt ein großer Ring mit einem Messgerät. Was es genau ist, weiß ich nicht. Aber konnte später lesen, dass sich das um eine offizielle Geschichte handelt, dass irgendwelche Daten damit ermittelt werden. Jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Und zwar geht es nochmal um die spanische Gasflasche und speziell da um den Anschluss bzw. Adapter. Ich wurde gebeten, darüber nochmals zu berichten. Ich habe vor etwa 8 Jahren schon mal ausführlich dieses Thema behandelt und genau erklärt, wie diese Adapter funktionieren, wo man sie bekommt und so weiter. Wer sich das anschauen möchte, kann gerne das mal nochmal machen. Ich verlinke das Video hier. Wenn man eine spanische Gasflasche nutzen möchte, bestellt man sich am besten schon in Deutschland im Internet einen entsprechenden Adapter oder Anschluss. Es gibt dazu verschiedene Ausführungen. Hier sehen wir einen Anschluss, der soweit okay ist. Er hat nämlich dieses passende Gewinde mit einer Gummidichtung. Der hier in der Mitte ist auch okay. Der rechts geht so nicht. Dazu braucht man eine weitere Schraube Mutter, um dann den Anschluss passend zu haben mit einer Dichtung. Ganz wichtig, diese Anschlüsse sind keine Regler. Es ist nur ein Auf- und Zuventil für die Flasche und dahinter muss unbedingt noch ein Regler entsprechend der Vorgaben 30 oder 50 Millibar verbaut sein. Wenn man diesen Anschluss oder Adapter aufsetzt, sollte er auf geschlossen stehen. Dann zieht man den schwarzen Ring, das habe ich jetzt mit einer Hand gemacht, etwas zurück und drückt dann von oben etwas nach. Und dann ist der Anschluss direkt fest drauf. Jetzt hat man es gesehen. Abnehmen ist umgekehrt. Man zieht den schwarzen Ring zurück und kann dann den Adapter abnehmen. Vorher sollte man natürlich das Ventil geschlossen haben. Das Gewinde unseres deutschen Anschlusses passt hier genau auf diese Ausführung drauf. Und so braucht man also keine weiteren Anschlüsse mehr. Funktioniert so alles einwandfrei. Man kann die Flasche aufdrehen und das Ganze genauso nutzen, wie als wenn ich eine deutsche Flasche dran hätte. Die Flasche von Repsol sollte einen schwarzen Ring rum haben und mit der Bezeichnung drauf Propano. Dann ist es Propangas und das ist besser zum Verbrennen für uns im Wohnmobil als Butan. Butan rußt etwas mehr. Wenn meine spanische Flasche leer ist und ich noch nicht schnell tauschen kann, schalte ich immer um auf den Gastank. Sobald ich dann wieder eine gefüllte Flasche habe, schalte ich zurück wieder auf die spanische Propangasflasche. Das waren noch ein paar Tipps jetzt zur spanischen Gasflasche. Hoffe, dass die Personen, die mich darum gebeten haben, damit zufrieden sind. Nach einer Woche Aufenthalt auf dem Camping Playa Parazuelos soll es dann für uns weitergehen. Bevor wir aber jetzt weiterfahren, entsorgen wir noch auf dem Campingplatz. Die Entsorgung ist hier noch nicht so ganz ideal. Das soll auch noch geändert werden. Das Material ist schon vorhanden. Und dann wird die ganze Geschichte nochmal umgebaut. Wir konnten aber hier problemlos entsorgen. Hinter uns stand ein Wohnmobil, das wartete darauf, dass wir hier mit dem Entsorgen fertig werden und Wasser füllen. Und ich bin mit dem Camper ins Gespräch gekommen. Und was dem so passiert ist, das zeige ich jetzt mal. Er hatte, während er gewartet hat, festgestellt, dass ein Hinterreifen etwas wenig Luft hat. Er hat Zwillingsreifen. Und so wollte er Luft auffüllen und stellte dabei fest, dass das Ventil gar nicht mehr vorhanden war für den inneren Reifen. Ja, dir ist was passiert hier. Ja, leider habe ich irgendwie einen Platten. Ja, und das auch noch der Innere, du hast Zwillingsreifen. Ja, und ich habe es nur gemerkt, weil auf dem Außenreifen, da ist wenig Luft drin, wollte ich gucken. Der Innenreifen, kein Ventil mehr da zum Luft reinmachen. Also
wechseln. Ja. Jetzt hast du Glück, du hast Stützen und hast das mit den Hubstützen hochgefahren. Ja, ich fahre die nachher mit den Hubstützen hoch. Zuerst mal losmachen Ja, genau. und dann hoffen wir, dass das so funktioniert. Aber du hast auch das passende Werkzeug dabei. Ja. Sonst sieht man alt aus. Ja. Aber ich nehme die zu Hause auch mal regelmäßig runter. Ja. Sonst kriegst du den Scheiß nicht mehr los. Ja, ja, richtig. Irgendwann gammeln die fest und dann ist vorbei. Ja. Und nur dieses Mal habe ich ein Ding vergessen, den Schlagbohrer. Sonst habe ich ihn immer bei. Als Schlagschrauber, ja. Ja. Ja, du schaffst es aber ja. Ja, die ist los. Ja. Alle los. Glaube ich. Hast du schon häufiger einen Platten gehabt? Nein, Nein. das erste Mal in 20 Jahren, wo ich fahre. Ja. Aber gut, passiert. Aber Gott sei Dank, mein Kumpel Romer sagt immer, ich brauche keine Reserve. Siehst du, Romer, ich brauche einen. Ja. Nun muss man ja auch sagen, du bist vom Fach. Sag uns kurz deinen Vornamen. Ich bin der Yves. Yves. Hallo Yves. Hallo. Du bist ja auch vom Fach. Ich sehe hier was an deinem Mobil da. Ja, Profi, ich bin Womo-Profi, Ja. genau. Und du kommst woher? Von Eschenacher Brück. Ja, das ist Luxemburg. Luxemburg so vor der Grenze, also Ja. deutsche Seite, aber so von der Grenze. Genau. Und du reparierst Wohnmobile, Wohnmobile. alle Fabrikate. Genau, ja. Ja. Und bist jetzt auf deiner Spanienreise. Jetzt sind wir einen Monat, 6 Wochen durch Spanien, wo ich fahre und hoffe nicht noch einen Platten zu kriegen. Nee. Okay, ja, dann wünsche ich dir Glück dabei. Super, dass es- danke. Oh, jetzt kriegen wir es hin, die Schrauben sind lose. Alles klar. Danke. Auch wenn man es nicht machen darf. Ne? Nee. Oder soll. Man soll das nicht machen. Man soll es nicht machen. Aber gut, was willst du machen, wenn du unterwegs bist? Ja, ja, klar. Aber ich habe keine Lust zu warten, wie jetzt hier auf dem Stellplatz. Das sieht ja alt aus. Ja, Ne? ja, Und so geht das ratzfatz. ja, richtig. Zwillingsreif merkt man das nicht. Du hast wenn es nicht gemerkt beim Fahren? Nein. Nein. man- Aha, Also war Glück. ja. Das ist Nichts der, passiert ist. nee, Außer, ja, das halt. Aber ja, den kannst du ganz Damit- groß wegwerfen. den Reifen. können wir. Bisschen Kleber rein. PU-Schaum. Ja, ja, richtig. Ja, gut. Ist halt so. Naja, wir haben ja einen neuen. Ja, Jetzt machen wir den drauf. da kann man schon sehen, wie schwierig es manchmal zu erkennen ist, wenn der innere Zwillingsreifen keine Luft mehr hat. Und das kann nachher natürlich auf der Autobahn verheerende Folgen haben. Für uns ging es dann am 15. Januar weiter Richtung Süden, Südwesten, wie man will. Und zwar ist unser nächstes Ziel der Camping Mar Azul. Bis dorthin sind es auf der Autobahn ca. 200 Kilometer. Bevor es auf die Autobahn ging, haben wir noch eingekauft, und zwar in Mazaron bei dem Mercadona Supermarkt. Diese Märkte haben meistens einen großen Parkplatz, sodass man auch mit dem Mobil dort gut parken kann. Aufpassen muss man nur, wenn es eine Höhenbegrenzung gibt. Die Sonne scheint nicht jeden Tag, so wie man hier jetzt auch sieht. Und dann sind die Temperaturen auch etwas verhalten. Das heißt, wir haben Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Bei Sonnenschein ist das natürlich ganz anders. Wir haben auf dem Camping Mar Azul reserviert. Das ist auch erforderlich, gerade in den Monaten Januar, Februar ist der Platz fast immer voll ausgebucht, gerade wenn man länger bleiben möchte. Für einen kurzen Aufenthalt von 1, 2, 3 Tagen bekommt man schon eher was, aber ansonsten ist es schwierig. Wir sehen hier schon auf der rechten Seite den Parkplatz, auch der ist schon von Campern belegt, die auf einen freien Platz warten im Inneren des Campingplatzes. Wir haben hier wieder unseren Platz Nummer 47. Wir werden auch etwas länger hier bleiben, das heißt, es wird voraussichtlich bis Ende Februar sein, so lange bleiben wir hier. Ganz einfach deshalb, weil wir wissen, dann wird es etwas ruhiger auf den Plätzen, dann gibt es freie Plätze, denn wir haben weiterhin nichts reserviert und wollen dann ohne Reservierung weiterfahren. Hier ist eigentlich ausreichend Platz für Fahrzeuge unserer Größe, trotzdem passt Rita immer auf, dass wir nirgendwo anfahren. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Unser neues Mobil ist ja nur 25 cm länger als das alte. Also von daher ist es für uns auch kein Problem, hier diesen Platz wieder einzunehmen. Wir haben eine relativ große Parzelle, zumindest was die Breite der Parzelle betrifft. Ich denke, dass sie mehr als 100 Quadratmeter hat. Insofern haben wir da kein Problem. Das sollte es mal wieder gewesen sein für heute. Ich sage euch mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.